Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sophia Fischer, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie möchten gerne eine Spendenaktion organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Für welche Organisation? Wie die Spenden sammeln? Wie viele Leute einladen? Wie viel Geld? Wie die Spenden übergeben? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Mani, wie geht's dir? Hallo Mia, mir geht's gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt Lust hast, eine Spendenaktion zu planen? Mir geht es auch gut, danke. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt Lust hast, eine Spendenaktion zu planen? Ja, das ist eine großartige Idee. Für welche Organisation möchtest du denn spenden? Ja, das ist eine großartige Idee. Für welche Organisation möchtest du denn spenden? Ich dachte an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie leisten großartige Arbeit in der humanitären Hilfe und der medizinischen Versorgung. Ich dachte an die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Sie leisten großartige Arbeit in der humanitären Hilfe und der medizinischen Versorgung. Das klingt gut. Aber wie wollen wir die Spenden sammeln? Das klingt gut. Aber wie wollen wir die Spenden sammeln? Wir könnten eine Crowdfunding-Kampagne starten oder eine Veranstaltung organisieren. Wir könnten eine Crowdfunding-Kampagne starten oder eine Veranstaltung organisieren. Das mit der Veranstaltung finde ich eine gute Idee. Welche Art von Veranstaltung stellst du dir da vor? Das mit der Veranstaltung finde ich eine gute Idee. Welche Art von Veranstaltung stellst du dir da vor? Ich denke, wir könnten eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisieren, bei der wir Spenden sammeln. Ich denke, wir könnten eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisieren, bei der wir Spenden sammeln. Vielleicht könnten wir ein Konzert oder eine Auktion veranstalten. Vielleicht könnten wir ein Konzert oder eine Auktion veranstalten. Das klingt großartig. Wie viele Leute sollten wir einladen? Das klingt großartig. Wie viele Leute sollten wir einladen? Ich denke, wir sollten etwa 50 Leute einladen, um genug Spenden zu sammeln. Ich denke, wir sollten etwa 50 Leute einladen, um genug Spenden zu sammeln. Das klingt vernünftig. Aber wie lange wird es circa dauern, diese Veranstaltung zu organisieren? Das klingt vernünftig. Aber wie lange wird es circa dauern, diese Veranstaltung zu organisieren? Ich denke, es würde etwa 2 Monate dauern, um alles ordentlich zu planen. Ich denke, es würde etwa 2 Monate dauern, um alles ordentlich zu planen. Wir müssen den Platz buchen, die Spenden sammeln und Künstler oder Auktionatoren finden. Wir müssen den Platz buchen, die Spenden sammeln und Künstler oder Auktionatoren finden. Das klingt nach viel Arbeit, aber ich denke, es wird sich lohnen. Sollen wir uns eine Checkliste machen?
Das klingt nach viel Arbeit, aber ich denke, es wird sich lohnen. Sollen wir uns eine Checkliste machen? Ja, das sollten wir tun. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, damit die Veranstaltung reibungslos verläuft. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles im Griff haben, damit die Veranstaltung reibungslos verläuft. Ich stimme zu. Und was ist mit der Crowdfunding-Kampagne? Wie wollen wir das organisieren? Ich stimme zu. Und was ist mit der Crowdfunding-Kampagne? Wie wollen wir das organisieren? Ich denke, wir könnten eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform starten und unsere Freunde und Familie um Unterstützung bitten. Ich denke, wir könnten eine Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform starten und unsere Freunde und Familie um Unterstützung bitten. Wir sollten auch die sozialen Medien nutzen, um die Kampagne zu bewerben. Wir sollten auch die sozialen Medien nutzen, um die Kampagne zu bewerben. Das ist eine gute Idee. Aber wie viel Geld sollten wir uns zum Ziel setzen? Das ist eine gute Idee. Aber wie viel Geld sollten wir uns zum Ziel setzen? Ich denke, wir sollten etwa 2000 € als Ziel setzen. Ich denke, wir sollten etwa 2000 € als Ziel setzen. Damit wir genug Geld sammeln können, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Damit wir genug Geld sammeln können, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Das klingt gut. Aber was ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Das klingt gut. Aber was ist, wenn wir das Ziel nicht erreichen? Wir könnten eine alternative Möglichkeit finden, um die Spendenaktion voranzutreiben. Wir könnten eine alternative Möglichkeit finden, um die Spendenaktion voranzutreiben. Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf oder einen Flohmarkt veranstalten. Vielleicht könnten wir einen Spendenlauf oder einen Flohmarkt veranstalten. Das hört sich nach einer tollen Idee an, aber auch nach sehr viel Arbeit. Das hört sich nach einer tollen Idee an, aber auch nach sehr viel Arbeit. Und wie sollten wir die Spenden an die Organisation übergeben? Und wie sollten wir die Spenden an die Organisation übergeben? Ja, du hast recht, es wird viel Arbeit, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Ja, du hast recht, es wird viel Arbeit, aber wenn wir es gemeinsam machen, schaffen wir das. Wir sollten das Geld direkt an die Organisation überweisen, damit es sicher und direkt ankommt. Wir sollten das Geld direkt an die Organisation überweisen, damit es sicher und direkt ankommt. Ja, das finde ich auch, das ist super wichtig, dass es zielgenau ankommt. Außerdem müssen wir die Belege aufheben. Ja, das finde ich auch, das ist super wichtig, dass es zielgenau ankommt. Außerdem müssen wir die Belege aufheben. Lass uns jetzt anfangen, unsere Checkliste zu erstellen und alles zu planen. Lass uns jetzt anfangen, unsere Checkliste zu erstellen und alles zu planen. Ja, definitiv. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Spendenaktion zu organisieren. Ja, definitiv. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und eine erfolgreiche Spendenaktion zu organisieren. Ich auch. Lass uns zunächst über den Platz nachdenken. Wo sollten wir die Veranstaltung abhalten? Ich auch.
lass uns zunächst über den Platz nachdenken. Wo sollten wir die Veranstaltung abhalten? Ich habe mir gedacht, dass wir eine Halle oder ein Freiluftgelände in der Nähe der Stadt mieten könnten. Was denkst du? Ich habe mir gedacht, dass wir eine Halle oder ein Freiluftgelände in der Nähe der Stadt mieten könnten. Was denkst du? Ja, das klingt gut. Wir sollten nach einem erschwinglichen und geräumigen Platz suchen, der genug Raum für unsere Gäste und Aktivitäten bietet. Wir sollten nach einem erschwinglichen und geräumigen Platz suchen, der genug Raum für unsere Gäste und Aktivitäten bietet. Richtig. Wir sollten auch an Essen und Getränke denken. Richtig. Wir sollten auch an Essen und Getränke denken. Sollen wir Catering-Service nutzen oder selber etwas zubereiten? Sollen wir Catering-Service nutzen oder selber etwas zubereiten? Vielleicht können wir ein lokales Restaurant oder Catering-Service unterstützen. Vielleicht können wir ein lokales Restaurant oder Catering-Service unterstützen. Oder wir könnten auch einige Freiwillige um Hilfe bitten, um Essen und Getränke vorzubereiten. Oder wir könnten auch einige Freiwillige um Hilfe bitten, um Essen und Getränke vorzubereiten. Das ist eine gute Idee. Wir sollten auch überlegen, wie wir die Gäste auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen können. Wir sollten auch überlegen, wie wir die Gäste auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen können. Ja, wir sollten Flyer und Plakate erstellen, die die Gäste informieren und einladen. Ja, wir sollten Flyer und Plakate erstellen, die die Gäste informieren und einladen. Wir können auch die sozialen Medien nutzen, um die Veranstaltung zu bewerben. Wir können auch die sozialen Medien nutzen, um die Veranstaltung zu bewerben. Gute Idee. Aber wir müssen auch an die Sicherheit denken. Gute Idee. Aber wir müssen auch an die Sicherheit denken. Sollen wir einen Sicherheitsdienst einstellen oder die Polizei informieren? Sollen wir einen Sicherheitsdienst einstellen oder die Polizei informieren? Ja, das ist wichtig. Wir sollten uns um die Sicherheit unserer Gäste kümmern. Ja, das ist wichtig. Wir sollten uns um die Sicherheit unserer Gäste kümmern. Wir könnten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, oder auch die Polizei, um Unterstützung bitten. Wir könnten einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen, oder auch die Polizei, um Unterstützung bitten. Allerdings kostet das halt zusätzlich und mindert den Erlös der Spendenaktion. Allerdings kostet das halt zusätzlich und mindert den Erlös der Spendenaktion. Das stimmt. Ich denke, wir haben jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir tun müssen. Das stimmt. Ich denke, wir haben jetzt eine ziemlich gute Vorstellung davon, was wir tun müssen. Lass uns nun unsere Checkliste erstellen und die nächsten Schritte planen. Lass uns nun unsere Checkliste erstellen und die nächsten Schritte planen. Ja, lass uns das machen. Ich bin schon aufgeregt, und ich denke, dass wir eine großartige Spendenaktion organisieren werden. Ich bin schon aufgeregt, und ich denke, dass wir eine großartige Spendenaktion organisieren werden. Ich auch. Ich bin sicher, dass wir viele Menschen erreichen werden
und dass wir Ärzte ohne Grenzen mit unserer Spende unterstützen werden. Ich auch. Ich bin sicher, dass wir viele Menschen erreichen werden und dass wir Ärzte ohne Grenzen mit unserer Spende unterstützen werden. Ja, das denke ich auch.